Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold rauf, Öl runter, ideal für Goldaktien. Disclaimer. Gold rauf, Öl runter, ideal für Goldaktien. Heute steigt Gold weiter in Richtung 1800 $ und steht kurz davor, diese wichtige Marke zu knacken. Gleichzeitig fällt Öl heute unter 100 $ auf 97 $. Das ist natürlich für Goldaktien ideal. Der GDXJ steigt heute um satte 5,88% in der Spitze und setzt damit seinen Aufwärtstrend der letzten 3 Wochen fort. Die Musik spielt jetzt wieder bei den Goldaktien. Steigen Sie ein und schnallt euch an. Ja, das ist wirklich eine interessante Entwicklung, die wir auch tatsächlich vorhergesagt haben. Wir haben zum einen gesagt, dass Gold wieder Richtung 1800 $ steigt, beziehungsweise wir hatten uns auf die Chartisten kontrollieren, die das vorausgesehen haben. Und dann hatten wir auch gesagt, dass Öl die 100er-Marke wieder durchbrechen wird und abflachen wird. Gerade in einem Zeitraum, wo viele gesagt haben, ja, Öl steigt auf 200 $, diese ganzen Horrorszenario. Also für mich war damals eigentlich in Öl alles Geld drin. Die Krise, dass keine Energie geliefert wird, das war eigentlich am Höhepunkt. Und mir war eigentlich klar, dass das abflachen müsste. Ich meine, dieser Krieg, denke ich mal, verliert schon an Dynamik. Keine Seite hat mehr so richtig aktiv. Eigentlich sind beide erschöpft und die Spekulatoren ziehen sich zurück. Und ich denke mal, Öl wird mit etwas Glück noch ein bisschen weiterfallen, vielleicht Richtung 80, irgendwo 75 $. Und das würde natürlich Goldaktien der ganzen Goldindustrie einen ungeheuren Auftrieb geben, weil natürlich die Inputkosten und Energie sind eigentlich einer der wesentlichen Inputkosten günstiger werden. Und das könnte tatsächlich dazu führen, dass es eine ideale Zeit für Goldaktien wird. Ich meine, Gold steigt dann langsam Richtung 2000, 2100, 2300, vielleicht in der Spitze 2,5, wie auch immer, vielleicht bis Mitte nächsten Jahres. So hatten wir das ja auch gesagt. Und ja, und Öl zeigt jetzt rezessive Tendenzen, geht vielleicht weiter zurück. Das wäre einfach ideal. Und deswegen reagieren Goldaktien auch eben teilweise schon heftig. Ich hatte ja dem einen Video schon gezeigt, dass wenn die tatsächlich das geht auch in Tagen, in speziellen Bewegungen von sich, wenn die Goldaktien ausreichen, dann teilweise auch mit heftigen prozentualen Zunahmen, wo man dann auch überrascht wird, wie einige Silberaktien, Junioraktien, die sind ja bis zu 80% gestiegen. Aber hier der Index, der GDXJ, ich denke mal, der hat jetzt auch seinen Boden gefunden, ist heute um 5,88% ausgebrochen und geht hoffentlich jetzt in den ähnlichen Anstiegswinkel nach oben, wie das auch im Jahr 2020 war. Also insgesamt denken wir, dass diese Goldaktien-Rallye vermutlich, wenn sie dann in Fahrt kommt, zwischen 5 bis 8 Monate dauert. Das ist das historische Mittel mehr oder weniger. Dann müssen wir schauen, was die Goldaktien-Rallye stören könnte. Aber wenn wir jetzt, sag ich mal, von jetzt aus hier 5 Monate Anstieg bekommen, dann sollten wir natürlich auch dementsprechend etwas vorsichtiger sein. Aber momentan ist es immer nach wie vor gute Einstiegszeit. Die Investoren trauen natürlich diesen Anstieg nicht. Und ja, in der Realität kann natürlich auch noch mal jederzeit eine Drückung kommen. Aber ich glaube, es hat schon sehr viel Kraft, sehr viel Energie gekostet, das so weit runterzubringen. Das können die auch nur in ganz speziellen Situationen machen. Sie haben ja gesehen, es in diesem Goldpreis ganz spezielle Marktbedingungen müssen da stimmen. Das ist dann schon seit Wochen gefallen
und die Leute sind dann negativ gestimmt und dann gibt es nochmal so einen richtigen, wenn die Stimmung schon sowieso am Boden ist, dann nochmal so richtig einen Brecher nach unten. Also es braucht eine relativ lange Vorlaufgeschichte, um Gold auf derartige Tiefen zu drücken. Und diese Bedingungen sehe ich nicht. Ich denke jetzt, Gold steigt jetzt Richtung Jahresende, Richtung 2000, 2100. Hoffentlich nicht super sehr schnell, wie wir es teilweise in der Russland-Krise Anfang des Jahres gesehen haben, so dass die Goldaktien auch mitziehen können. Die reagieren natürlich noch träger, aber je höher der Goldpreis und Silberpreis steigt, desto mehr Investoren decken das und die, also sage ich mal, wie so ein Jumbi, wie so ein Gummi quasi, ziehen die danach, schnappen aber dann noch ungeheuer hoch ungefähr. Und auf diesen Effekt setzen wir. Wir gehen also, wie gesagt, davon aus, Gold steigt vielleicht auf 2,3, 2,4 Dollar in den nächsten 6 Monaten, wie auch immer. Und dann haben wir diesen ungeheuren Hebeleffekt und ja, Lasso-Effekt oder Bungee-Seil-Effekt bei Goldaktien. Und ja, und wenn die ganz oben sind und das abgeschlossen ist, müssen wir das abstoßen und uns was anderem zuwenden. Ja, Goldprojektgenerator Kanada, Argentinien, hohes Risiko. Also das Unternehmen hat ein Superlativ. Die haben eben sehr viele Projekte, auch teilweise mit hochgradigen und auch in einer sehr guten Region, zumindest was Nordamerika betrifft. Also sie haben ein Vorzeigeprodukt in Zentralkanada, befindet sich ja 20 Kilometer südöstlich der Goldlagerstätte Hammond Reef von Agnico Eagle, die derzeit geschätzte Mineralreserven von 3,32 Millionen Unzen Gold, Gehalt von 0,48 Gramm pro Tonne und 2,3 Millionen Unzen Gehalt von 0,54 Gramm pro Tonne aufweist. Das sagen die natürlich deshalb, weil die vermuten, dass Ähnliches vielleicht auf ihrem Grundstück auch zu finden bzw. zu entwickeln ist. Dann haben sie noch weitere Projekte, Gold- und Silber-Kupferkonzession Esperanza in Argentinien, das Grundstück Springpole West in der weltbekannten Bergbaulage Red Lake und eine 49% Beteiligung am Grundstück Burton Gold zusammen mit IAM Gold in der Nähe von Sudbury, Ontario. Und dann in British Columbia die Claims Spitfire, Sunny Boy, Gaspard Gold, Great Burnt, Hope Brook und Bayer Wert in der Nähe von First Mining, Spenton, Suckersmann, GV, Joint Venture. Also First Mining ist ja auch ein Goldunternehmen, das von Keith Neumeyer betrieben wird. Also der hat eben nicht nur also die Silbermine, ähm, sondern er hat eben auch hier in Nordamerika ein reines Goldunternehmen, das ist eben First Mining, das eigentlich auch ziemlich viel Potenzial hat. Und dann haben sie noch das Marble Discovery in Zentral-Neufundland. Ähm, Gehen wir das mal, ja, vielleicht mal zum Chart paar Worte. Sie sehen, diese wie leicht hier Euphorie entstehen kann. Die ist damals hier von 0,2, 0,3 auf 0,25 gestiegen, also tja, Tenbagger. Jetzt, sie ist nie wieder ganz zurückgekommen. Wir haben höheres Hoch. Das ging, sage ich mal, bis ja, vielleicht 0,06, aber beginnt zu steigen. Sie sehen, was für eine Dynamik sich hier aufbaut, wenn die Euphorie wieder zurückkommt. Also so ein Unternehmen kann dann bei Gold 2000, 2100 auch ohne Probleme bei 1 Dollar stehen. Und wenn dann Gold eben auf 2,3, 2,5 hochgeht, auch in den Mehrdollarbereich. Und da ist dann alles möglich, natürlich die Gold-Euphorie zurückkommen. Aber das sind eben solche Vehikel, mit denen man das erreichen kann. Und die Euphorie und beziehungsweise das Geld der Leute, die Euphorie haben, einsammeln kann. Ja, hier vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Aussagen zu den einzelnen Projekten. Spitfire-Projekt, British Columbian, 186 Gramm pro Tonne Gold haben sie entdeckt, die jüngsten Bohrungen 68 Gramm pro Tonne Gold. Ja, also die denken, das ist eine epithermale Goldentdeckung innerhalb des Quentsneler Terrains. Das Gaspard-Gebiet, 7.900 Hektar im Bergbaugebiet Clinton im Zentrum von British Columbia, ähnliche Geologie wie das Spencer Bridge Goldbag, der das Shover's Nose Goldprojekt am Westhafen Gold und die Gold-Silber-Lagerstätte Blackdome Zone beherbergt.
Jüngste Bohrung auf der Shovel-Nose Goldprojekt von Westhafen Gold ergaben 614 Gramm pro Tonne Gold, also gigantisch, und 2070 Gramm Silber ebenso gigantisch. Und ansonsten hier noch 8,1. In jedem Fall hochgradiges Gold, sowas, was sehr interessant klingt. Wie gesagt, Britisch-Kolumbien und dann ihr Flaggschiff-Projekt, was sie auch so selbst nennen. Ja, das geht, es ist in der Nähe zu Agnico Eagles, 4,6 Millionen Projekt. Und ja, das ist eine hoch attraktive Zone. Und auch da sind gerade gemessen worden 20 Gramm pro Tonne, auch 79 Gramm pro Tonne Gold. Dann haben sie das Burton-Projekt, Red Lake District. Das Projekt liegt 38 Kilometer nördlich der Lagerstätten Cold Lake in I Gold, die 13,55 Millionen Unzen Gold in gemessenen angezeigten Kategorien weitere 5,53 Millionen Gold in der abgeleiteten Kategorie gehält. Cold Lake wird im Tagebau abgebaut, 9,4 Gramm pro Tonne auf einer Schnittlänge von 7,75 Meter in der Schaftzone und 12,47 Gramm auf einer Schnittlänge von 3,13 in der Eastzone. I Am Gold besitzt an dem Projekt 51%, Falkengold 49%, an der Goldliegenschaft Burton. Springhole West Projekt in Red Lake, Ontario. Auch da gibt es Highlights in den Bohrungen. Das Grundstück grenzt an die Goldlagerstätte Springhole, der First Mining Gold Corporation, hatte ich schon erwähnt, und befindet sich in einer ähnlichen geologischen Umgebung. Die Goldlagerstätte Springhole wird als einer der größten unerschlossenen Goldprojekte in Kanada bezeichnet. First Mining meldet eine angezeigte Ressource von, ja, bla bla, von 4.600 4,6 Millionen Unzen Gold und 24 Millionen Unzen Silber. Ja, so Medium bis Hochgrad, Low-Grade Gold 1,04 sowie ja, hier nochmal weitere 230.000. Also auch viel Gold eigentlich da drauf. Und das ist mal ein gutes Zeichen, dass sie das auch effizient dementsprechend auch identifizieren können. Timmins West, Ontario. Das Grundstück Timmins West umfasst 5 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 1940 Hektar innerhalb der Kamisoka Grabo-Komplex, der sich 20 Kilometer nordwestlich von Timmins, Ontario befindet. Nickel, Kupfer, Kobalt-Mineralisierung ist dokumentiert. Eine im Jahr 2004 entnommene Schürfprobe wies 0,44 Gramm Nickel, 0,64 Gramm Kupfer, 0,33 Kobalt auf, ja, die von Pyrohit umgeben sind. Das Grundstück liegt 40 Kilometer südwestlich des Nickel-Kobalt-Projekt Crayford, das von Kanada Nickel entwickelt wird. Dann haben wir noch das Golden Brook GV, Joint Venture in Neufundland, großes Landpaket mit Strukturen, 115.000 Hektar haben sie. Die operieren da wieder auf einer 50-50 Joint Venture Basis. Hope Brook, das nun Besitz an First Mining ist, wurde inzwischen an der Big Ridge Exploration optioniert, die weitere 33 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 4,68 Gramm pro Tonne Gold für 954.000 Unzen abgegrenzt hat. Ja, also jede Menge Gold, ist ein Riesenterritorium, 115.000 Hektar, und da könnte noch einiges zu holen sein. Dann nochmal Neufundland, das Great Brund-Projekt. Great Brund haben auch Kupfer, ja, auch teilweise mit 8,64% Kupfer. Und dann nochmal die Ganda-Zone in Neufundland. Die Ganda-Zone bezieht aus zwei Claims-Gruppen innerhalb von Ganda North und einer Claims-Gruppe als Ganda South mit insgesamt 412 Claims auf 10.300 Hektar. Der Valentine Gold South Gebiet, Neufundland. Das Grundstück Valentine South besteht aus 600 Claims, die sich über 15.300 Hektar strecken. Das Grundstück liegt innerhalb des strukturellen Korridors Cape Ray Valentine Lake und das Valentine-Projekt von Marathon Gold mit Reserven und Ressourcen von 7,1 Millionen Unzen. Bis heute hat Marathon 5
Also es ist eben eine berühmte Goldmine. Marathon 5 Goldlagerstätten entlang eines 20 Kilometer langen Trends entdeckt, die die größten unerschlossenen Goldlagerstätten im atlantischen Kanada darstellen. Dann haben sie noch das Victoria West-Gebiet Neufundland. Victoria West besteht aus 166 Claims, 4.100 Hektar und grenzt an das Marble Discovery Corporation Benton-Gebiet, Ressources-Gebiet, Buchanan Mineral Mines und ein bedeutendes von Sean Ryan abgestecktes Landpaket. Die Analystenergebnisse der Schürfbogen ergaben Werte zwischen 1,65 und 18,24 Gramm pro Tonne Gold und zwischen 5 Gramm und 87 Gramm Tonnen Silber. Ja, in jedem Fall auch hier hochgradiges Gold, auch in der Nähe von etablierten Goldunternehmen, was nicht unwichtig ist. Ja, dann noch querweg, Nordwest auf Comeo, französisch ausgesprochen querweg, Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt, 120 Kilometer nordwestlich von Baie-Comeau, 5.138 Hektar, 1,28% Nickel, 1,38% Kupfer. Und dann eben noch die Esperanza Gold, Silber, Kupfer, Gebiet La Rioja in Argentinien, 11.700 Hektar. Das Gebiet beherbergt Berichten zufolge in der Vergangenheit mehrere produzierende Gold- und Silberminen. In den 1990er Jahren im Gebiet Calanas gab es Diamantbohrungen auf einer Länge von 900 Meter. Zwei der Bohrlöcher ergaben vielversprechende Abschnitte im Gehalt auf einen 1 Meter von 9,11 Gramm pro Tonne Gold und 28,59 Gramm Silber. Ja, auf jeden Fall hochgradiges Gold ist auf alle Fälle da zu finden. Das Konzessionsgebiet ist über eine Straße erreichbar und befindet sich etwa 20 Kilometer südöstlich der Stadt Chepes im bekannten Bezirk Sierra de las Minas in der südlichen Provinz La Rioja. Der Bezirk beherbergt Berichten zufolge mehrere Gold- und Silberminen, die in der Vergangenheit produziert haben. Die Stadt San Juan liegt etwa 250 Kilometer west-südwestlich aus einer asphaltierten Autobahn, also gut angeschlossen auf alle Fälle. Ja, in Chile haben sie auch noch 3.300 Hektar. Das Projekt befindet sich innerhalb des Weltklasse-Clusters mit umfangreichen Erschließungen durch Yamana, PHP, Rio Tinto, Antofagasta Minerals und anderen. Das Grundstück grenzt an die epithermale Gold-Silbermine El Peñón, in der Virus möglicherweise ähnliche geochemische und strukturelle Merkmale aufweisen. Also wie gesagt, es ist immer attraktiv, wenn es da existierende Minen gibt und die vermuten einfach eine ähnliche Story. Und das kann ja auch durchaus eintreten, beziehungsweise der Markt würde dann das bewerten, dass das eintreten könnte. Yamanas jüngste Ressourcen- und Reserveeinschätzung gemäß 43101, die im März 2021 veröffentlicht wurden, weisen nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von insgesamt 921.000 Unzen und ca. 30 Millionen Unzen Silber aus. Und es wäre natürlich durchaus attraktiv, wenn es auf diesem Gebiet dann auch sein könnte. Ja, aber ich denke mal, die Hauptwerte sind in Ontario und Neufundland und klar, diese anderen Gebiete zählen noch mit rein. Insgesamt kann man sagen, die haben fast 10 Projekte. Es ist hochgradiges Gold und Silber vorhanden, natürlich Fokus Gold. Es ist teilweise eine sehr gute Jurisdiction. Also solche Aktie kann natürlich einen Goldboom ziemlich laufen. Und ich meine, die ist auch schon gelaufen und wenn dieser Goldboom zurückkommt, denke ich mal, ist sie auch ganz, ganz schnell wieder da, wo sie vor ein paar Monaten auch noch war. Und hoffentlich natürlich weit darüber hinaus. Ja, also wir versuchen genau solche Aktien zu identifizieren. Dazu ist eine sogenannte Super Goldstock Watchlist entwickelt worden. Einfach das ist eine Liste, wo überall irgendwo mit Goldaktien oder Silberaktien mit Superlativ. Einfach in der Hoffnung, dass der Markt wie in den 1970er Jahren, dass dann auch diese Superlative dem auch entsprechend verrückt hoch bewertet. Damals sind einige Penny Stocks ja teilweise um das 100, 200, 300-fache gestiegen. Sprich, aus 1.000 € war es teilweise möglich,
50, 100 oder sogar 200 oder 250.000 zu machen. Und eine ähnliche vergleichbare Situation könnte vor uns liegen. Deswegen haben wir diesen Überfokus hier auf diese Penny Stocks mit großen Ressourcen in der Hoffnung, dass Ähnliches passiert und dass es auch zu ähnlichen Bewertungen kommt. Wann das genau kommt und mit welcher Magnitude, wird man sehen. Das wird immer eine Überraschung sein. Aber im Allgemeinen sagen ja jetzt die Statisten, wir sehen früher oder später 2000, 2300, 2500. Vermutlich ist es so, wir haben jetzt 5 bis 8 Monate Goldaktienrallye voraus und ja, es könnte sich jetzt solche Situationen auch einstellen. Ähm, ja, also wie gesagt, da habe ich eine Liste zusammengestellt und die auch ständig ergänzt wird oder auch wieder Aktien wenn genommen, wenn man so weiteres Interessantes sieht. Wie gesagt, einige Aktien jetzt sind jetzt auch die Tage teilweise um 80% einfach so gestiegen, nur wegen dieser Veränderung. Und da wird sich sicherlich dann die Liste nochmal ändern, dass man vielleicht einige, die solche Dynamik dann ausweisen, erkennt man mehr und mehr und mehr und sowas kommt dann einfach in diese Übersicht rein. Ja. Nochmal zum 1000-Wecker-Report. Wir versuchen also solche Aktien zu identifizieren, also wir berechnen einen sogenannten Potentialfaktor aus der Markt, der sich aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes ergibt. Ähm, Wie gesagt, sortieren die in einem moderaten, hohen, sehr hohen Risiko und haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kann man kaufen, wenn dieser Goldboom vorbei ist? Ja, Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Also da ist bei mir der Hintergedanke, dass es einfach eine Lösung ist. Es ist eine Überweisung entfernt und dann ist sofort die Gold und Silber. Sie brauchen auch keine Mindestinvestition machen, sofort in der Schweiz im Zollfreihandel. Da geht es mir gar nicht so sehr um diese Einlagerung, sondern um, dass sie transaktionsfähig ist. Wenn vielleicht Schlangen an anderen Edelmetallhändler sind, dass sie eine Infrastruktur haben, dass sie nur kurz überweisen müssen, zum Beispiel ihre Gewinne, und es ist sofort ihnen gut geschrieben und auch das Gold und Silber, falls ihnen das alles so zu kritisch sein sollte, aus den Händen zu gehen, können sie auch so ausliefern lassen. Aber als Transaktionsmittel, jetzt sage ich mal von Fiat-Geld ins Edelmetall zu kommen, könnte das wirklich das richtige Tool sein. Ja, ähm, also bevor Sie kaufen, einfach erstmal auf gold.de gehen, einfach nach günstigsten Anbietern schauen. Ja, nützliche Informationen, mit welchen Brokern können Sie arbeiten. Äh, ja, wenn Sie mich kontaktieren wollen, irgendwelche Probleme haben, weitere Fragen, einfach mich kontaktieren, eine Mail schreiben. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, und ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Ansonsten besten Dank und bis zum nächsten Mal.